Auf dem oberen Treppenabsatz im Alten Museum steht eine merkwürdige Vase. Ein Objekt der Antikensammlung, aber aus Gusseisen? Was hat es damit auf sich? Rom Ende des 18. Jahrhunderts. Die Stadt ist ein Mekka für Antikenbegeisterte aus ganz Europa. Überall finden Ausgrabungen statt. Mittendrin der schottische Maler und Archäologe Gavin Hamilton, der sich in Rom einen gut florierenden Handel mit Antiken aufbaut. 1771 landet er seinen Coup und entdeckt auf dem Gelände der Hadriansvilla in Tivoli bei Rom die Bruchstücke einer monumentalen Marmorvase und verkauft sie an den Diplomaten, Kunstsammler und Vulkanologen Sir William Hamilton, der 3000 Pfund investiert, um die Vase zu restaurieren. Die Vase entstand wohl im frühen 2. Jahrhundert nach Christus und war vermutlich als reines Schmuckelement der Gartenarchitektur gedacht. Die Henkel werden aus Weinreben gebildet. An der gesamten Oberfläche befinden sich Blätter und Früchte, halb- und vollplastische Köpfe von Saturn und Silenen und natürlich auch vom Weingott Bacchus. Auf der Rückseite sieht man einen Frauenkopf. Es ist ein Abbild der Ariadne. Allerdings ist dies eine Ergänzung des 18. Jahrhunderts. Und böse Zungen behaupteten, Ariadne trüge die Züge von Hamiltons Frau Emma. Enorme Popularität in ganz Europa erlangt die Vase durch Kupferstiche des berühmten Zeichners Giovanni Battista Piranesi. 1774 schließlich lässt Hamilton die Vase nach London bringen, um sie dem British Museum zum Ankauf anzubieten. Doch dieses lehnt ab. Enttäuscht darüber vermittelt Hamilton die Vase an seinen Neffen, George Greville, den 2. Earl of Warwick, nach dem sie seither benannt wird. Der kunstsinnige Earl bringt sie zu sich nach Warwick Castle, wo sie für die nächsten 200 Jahre, nicht zuletzt wegen des englischen Regenwetters, in einem eigens für sie geschaffenen Gewächshaus gezeigt wird, später durch eine Kopie ersetzt wird und heute in einem Museum in Glasgow zu sehen ist. Doch die Wirkungsgeschichte der Warwick-Vase nimmt ihren Lauf. Nicht nur Napoleon wirft ein Auge auf die Vase und sah sie nach der Eroberung Großbritanniens schon als Trophäe im Pariser Louvre. Auch in der Bevölkerung wächst das Bedürfnis nach Nachbildungen der berühmten Vase, traf ihre ornamentale Opulenz doch genau den Geschmack des 19. Jahrhunderts. Es war der Kunsthandwerker Sir Edward Thomason, dem 1820 die erste Nachbildung aus Silber gelang und der daraufhin sogar eine Erinnerungsmedaille herausgab. Und auch im fernen Preußen wird man auf die Vase aufmerksam. Der berühmte Architekt Karl Friedrich Schinkel und sein Freund, der Gewerbepionier Peter Beuth, drucken 1821 großformatige Ansichten der Warwick-Vase in ihrer Publikation Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker ab. Und als Vorbild dient die Vase bald für, wie kann es in Preußen nicht anders sein, einen Nachguss aus Eisen. Eine Präsentation auf der Akademieausstellung 1828 löst einen regelrechten Hype um die Vase aus. Es entstehen verkleinerte Nachbildungen aus Silber, Porzellan, Bronze und die Warwick-Vase hält Einzug in die bürgerlichen Wohnzimmer Preußens und Europas. Doch auch zur Ausschmückung von Gebäuden sind Repliken der Vase beliebt, wie in Cambridge oder in einem Treppenhaus des Pariser Louvre. Im beschaulichen Berlin will man dem natürlich um nichts nachstehen. Und welches Gebäude wäre für die Aufstellung einer Warwick-Vase besser geeignet als Schinkels eben erst fertiggestelltes Museum am Lustgarten? Der König beauftragt niemand Geringeres als den Universalgelehrten Alexander von Humboldt, zusammen mit Schinkel die Aufstellung der Vase in der Rotunde des Museums zu prüfen. Ein Modell der Vase wird in der Mitte der Rotunde platziert. Doch neben all den antiken Skulpturen ausgerechnet eine nachgebildete Vase aus Eisen? Und schließlich wirkt sie auch sehr verloren inmitten der großen Kuppelhalle. Humboldt schreibt dem König einen Brief und rät vom Standort in der Rotunde ab und schlägt dafür den oberen Treppenabsatz in der damals offenen Säulenhalle zum Lustgarten vor, wo sie bis heute die Besucherinnen und Besucher empfängt.